So, liebe Freunde, heute melde ich mich aus Magdeburg. Wir sind bei Schubert Motors und das hat einen ganz besonderen Grund. Denn Shell Helix hat mich und 4 andere Influencer, Autokläuse aus ganz Europa eingeladen zu einer großen Challenge. Wir wollen nämlich ein Auto gemeinsam tunen in 5 verschiedenen Ländern. Und jetzt will ich erst mal gucken, was ist das denn überhaupt für ein Auto? Los, mitkommen. Morgen. Ah, da ist er schon. Moin, hi. Hey, Thorsten. Ja, lange nicht gesehen. Ja, Grüß ewig. dich. Ja, ewig, ja. Wie geht's? Gut. So, du hast was für mich, habe ich gehört. Ja, eine Aufgabe. Hier ist alles drin. Shell Helix Car Makeover Challenge. Drive on. Also, lieber Matthias, willkommen bei der Shell Helix Car Makeover Challenge. Um die Vorteile von Shell Helix Motorenöl zu verdeutlichen, veranstalten wir eine europäische Car Makeover Challenge. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ich mich auch. Unser Makeover-Team besteht aus 5 Teilnehmern. Einer davon bist du. Jeder von euch bekommt vom vorangegangenen Teamkollegen die Challenge, ein Auto zu modifizieren. Das Auto wird sich in der Kampagne immer weiter verändern. Unser Auto wird dabei durch Deutschland, Frankreich, Spanien und abschließend England reisen. Okay, das ist eine Weiterreise. Deine Challenge kommt von Sam, Seen Through Glass. Jeder kennt, also ich kenne ihn auf jeden Fall. Der Sam schreibt: Hi Matthias, als erste Etappe unserer Reise habe ich mir etwas Besonderes für dich überlegt. Lass das Auto in einem heißen Design erstrahlen. Deine Challenge ist, das Auto folieren zu lassen. Bereit für die Europatour. Die Erwartungen sind hoch. Viel Erfolg. Okay, Auto folieren. Thorsten, dafür brauche ich ja erstmal ein Auto, ne? Schau, da haben wir was für dich. Ich habe ja schon so eine leichte Vorahnung, ne? Weil die Form schon sehr, sehr unverwechselbar ist. Darf ich wegziehen? Naja, klar. Ja? Schaffst du alleine? Das schaffe ich, glaube ich, alleine. Das ist ein Moment, den habe ich selber auch noch nicht oft gemacht. Soll ich? Ja, ne? Yes! Dein M2 Spielzeug. Competition. ...410 PS, 550 Newtonmeter. Was ist das für eine Farbe? Wie heißt die? Hockenheim Silber. Hockenheim Silber. Das ganz neues Rennstreckenfeeling pur. Richtig schön. Was aber vor allen Dingen schön ist, ist auch die Optik. Du musst mal, warte mal, hier musst du hin, in die Mitte, ganz genau in die Mitte. Und jetzt einmal runter, genau. Was ist das für ein böses Gesicht? Diese Sachen hier, ne? Das ist M. Ich liebe es einfach nur. Das gleiche müssen wir jetzt mal hinten machen. Ah! Diese breiten Backen. Jetzt, weißt du, wo du hin musst? Ja, genau, da ganz runter. Diese breiten Backen hier, das ist einfach dieser Diffusor, die 4 Auspuffendrohre. Das Auto ist zum Niederknien. Ne? So, Thorsten, jetzt darf ich mit dem fahren. Ne? Also folieren Aber- müssen wir ihn vorher. Ja. Wir werden aber fahren damit, weil so ein Auto kann man nicht einfach nur folieren und nicht damit fahren. Ich bin den nämlich noch nicht gefahren. Das ist das erste Mal für mich M2. Deswegen, ich darf den schon noch mal richtig rannehmen, oder? Ja, dafür habe ich eine für dich extra eingefahren. Ich finde das so genial, dass der Schubert mir die Karre eingefahren hat und gesagt hat, Junge, ich musste das machen, weil ich weiß ja, wie du mit dem Auto umgehst. Schnitt. Ja, Thorsten, du hattest recht. Du persönlich hast den eingefahren, oder was? Na klar, wir haben gut 2000 Kilometer jetzt drauf und jetzt kannst du Spaß haben mit dem Auto. Jetzt haben wir ein neues Shell Helix drin Ja. und es ist auch ein neues Hinterachsgetriebeöl drin. Also alles das, was sein muss, damit wir dir den geben können, damit du Spaß hast. Damit ich den hart rannehmen kann. Genau. So, bevor wir das aber machen, brauche ich einen Folierer. Hast du eine Adresse für mich? Na klar, hier in Magdeburg gibt es eine Firma, Easy Media. Okay. Wunderbar. Das Adresse ist ist hier drin. Haus- und Hoflieferant von euch. Genau, die Adresse ist im Navi, du brauchst Okay. bloß hinfahren. Dann kannst du mir das Tor bitte aufmachen einmal? Ja, kriegen wir. Das erste Mal M2 anschmeißen, Leute. Baby Mia. Er ist noch kalt, Leute. Aber er wird ganz sicher warm. Oh, Hallöchen. Danke. M-Taste ist gedrückt. Alles auf scharf, alles auf heiß, alles auf laut. Und alles auf aus. Wow! Kurz geschrien und kurz. Junge, Junge, Junge. Ich habe es mir so vorgestellt. Digga, ist das Auto geil. Ich flippe komplett aus. Alter. Alter, ist das Auto geil. Ich flippe komplett aus. Das ist ein BMW, wie er im Lehrbuch steht. Jeder Ingenieur, der bei BMW anfängt, der was mit Fahrwerk, Lenkung oder sonstigem, was die Fahrdynamik anbetrifft, zu tun haben wird, der kriegt ein BMW-Lehrbuch
vorgelegt und das muss er auswendig lernen und er hat sich in Zukunft genau danach zu verhalten. Und dieses Lehrbuch, da steht vorne drauf BMW M2. Ja, genauso wie dieses Auto ist. Das ist M. Klein, kompakt, leicht möchte ich nicht sagen, aber Gewicht okay, sehr viel Kraft, sehr viel Performance und das merkst du schon im Stadtverkehr. Das ist wirklich so. Und trotzdem nervt er dich nicht. Wir fahren jetzt gleich über Bahnschienen drüber. Ja. Wenn du einen Audi S6 auf hart machst, dann ist der genauso bockig. Und das war nicht mal schlimm. Ohne Quatsch, das ist so genial, dieses Auto, diese Sitzposition. Das passt wie ein Handschuh, dieses Auto. Ich habe so einen Lieblingshandschuh, den habe ich seit über 10 Jahren. Weil der mir einfach perfekt gemacht ist. Und so ein Auto wie so ein Handschuh, der dir perfekt passt, so ein Auto gibt es ganz, ganz selten. Der M2 fühlt sich jetzt schon nach keinen 3 Kilometern so an. Alter, hier ist es halt in der Stadt noch sehr, sehr rutschig, ne? Weil ganz viel Staub ist und. Und jetzt gerade im zweiten Gang einmal so drauf gedrückt und dann kommt das Drehmoment. 550 Newtonmeter Drehmoment kommen ab, ich glaube 2500 Touren ungefähr, 2350 glaube ich exakt, kommen diese 550 Newtonmeter und dann wischt das Heck so ganz smooth und ganz weich weg. Und du merkst das, ne? Das kommt und dann denkst du, ja, da muss ich ein bisschen dahin drehen. Ah nee, da muss ich wieder in die andere Richtung drehen und dann gehst du wieder vom Gas und alles ist wieder langweilig. Das ist so genial, so absolut perfekt. Man vergleicht das natürlich mit dem BMW M4. Ne? Das Schöne ist, dass der M2, der ist kürzer, dadurch kompakter, irgendwie fühlt sich das knackiger an und es ist auch knackiger und der ist auch direkter und auch nicht, fühlt sich auch nicht so saftig und schmatzig an, sondern eher so leichtfüßig. Und das macht das Ganze so krass unterhaltsam. Das ist wirklich selten, dass ich in so einem Auto drin sitze und nach so kurzer Zeit sage, yeah, das ist meiner. Ja. Mahlzeit. Was für eine schöne Halle. Mega cool. Dachchen. Matthias Maliszewski, hallo. Ich heiße auch Matthias, hi. Das ist prima. Der Thorsten Schubert hatte ich schon angekündigt. Ja, sehr schön. Wir So läuft das hier. Wir sollen das Auto schick machen. Genau, ja, schick ist er schon, aber wir wollen noch ein bisschen Noch unseren schicker. persönlichen Touch draufbringen. Ja, kriegen wir hin. Wollen wir uns das Design mal angucken? Wir haben schon was vorbereitet. Ja. Gehen wir mal gucken. So Leute, direkt mal den ersten Blick drauf werfen. Hier, so wird er aussehen. Hinter das M würde ich gerne noch so ein kleines Almedi. Geht das? Das kriegen wir hin. Hier so Almedi hinschreiben. Ich glaube, ich schreibe das tatsächlich selber mit dem Edding drauf. Ich finde das cool so und ich würde es genau so machen, ganz ehrlich. Prima. Dann geben wir das runter zu unseren Mitarbeitern in der Produktion und dann Darf ich da ein bisschen können wir mitfummeln damit starten. in der Produktion? Wenn du nichts kaputt machst, kannst du Nein. Ich will nur ein bisschen zur Hand gehen, so ein bisschen Mädchen für alles spielen, Kaffee holen und so. Kaffee holen, ja. Ja. Die sind ja schon dabei. Ihr seid schon am Arbeiten. Ja. Hi, Matthias. Hallo, Nicole. Nicole, wie heißt du? Rico. Rico. Ja. Okay. Ihr sagt mir, wenn ich irgendwas machen kann, wenn ich irgendwas helfen kann. Ich bin technisch sehr, sehr begabt. Mit Folie habe ich allerdings überhaupt keine Ahnung. Nee, ohne Quatsch, habe ich noch nicht gemacht, würde ich aber gerne mal so ein bisschen einfach wirklich mit reingucken. Ja, machen wir. Geht Ja. gleich los. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ich habe so eine Folie noch nie gemacht. Glaubst du, dass ich irgendwas selber folieren kann? Oder sagst du, Matthias, bitte, das muss halten, wir machen das und du lässt bitte die Finger davon? Oder glaubst du, dass ich es irgendwie hinkriege, einen Teil drauf zu machen? Sag die Wahrheit. Was ist Motorhaube? Ja. Dann machen wir Motorhaube. Motorhaube? Motorhaube Motorhaube ist aber schon Ehre, ne? Wenn ich das machen darf. Ja. Na, wenn dann richtig. Machen wir Motorhaube. Das war die Ecke, war das So krass wollte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das letzte Mal, als ich was mit Folien zu tun hatte, war für mich, okay, da kommt irgendwie Wasser drauf und dann, oder so eine Flüssigkeit. Ja, das macht man bei den einfachen Folien, aber diese Folie hat Luftkanäle. Luftkanäle. Da ist Wasser No-Go. Okay, wie funktioniert das? Schneide ich jetzt was ab, weil so viel brauchen wir nicht. Ja, gib mir mal das Messer. Weil ich wollte ja hier helfen, ne? Achso, So, jetzt schneide ich da ab, oder? ja, Yes. genau. Wow, er hat was abgeschnitten.
So. Einmal ansetzen. Wo setzt ihr jetzt an? Ich setze Da an der einfach- Kante? Ich setze erstmal an der Kante an hier. An Also der erstmal- Kante dass hier. wir die erstmal fixiert haben, genau. Okay, einmal drüber oder was? Einmal so bis hier vorne erstmal so drüber gehen. Ja? Sag mal kurz. Okay. Riecht mir schon mit Kraft, nicht nur Ja, Gefühl. ja. Soll ich auch halten. Was sagst du? Super. Wirklich? Ja. Genau. So. Note? Ganz ehrlich. 3. Ich hätte jetzt mit einer 2 minus gehofft. Ja? So kann man das bleiben. Come on. Applaus. Das war der Großapplaus. Nein. So, jetzt kommt hier das Helix drauf, oder? Genau. Das ist der Moment, wo man am meisten Angst hat, weil da könnte natürlich alles wieder schief gehen, dass du irgendwas wieder mit hochziehst. Wir nehmen einfach noch mal ein bisschen Wärme zu, dass der Kleber reagieren kann. Und wir können auch den Föhn nehmen. Ach so. Mit der Wärme macht jetzt der Kleber ein bisschen mehr. Der reagiert mit Wärme. Genau. Kleine Beschriftung. Jetzt hat das Kind einen Namen. Wie lange gebt ihr Garantie, dass das da drauf bleibt? Aha, das wollen wir natürlich wissen, weil 2 Jahre gibt der Hersteller Garantie bei Folien. 2 Jahre der Hersteller und ihr? Aber wenn bei guter Behandlung 4, 5 Jahre. Ist halt sehr filigran. So, und damit das hier nicht den ganzen Tag dauert, ne, zeigt euch der Rico und die Nicole jetzt mal, wie das richtig geht. Alter, mega Ergebnis, oder? Ich finde das richtig cool. Das hier ist das Herz natürlich. Das M ist aber für mich auch irgendwie sehr bedeutsam. Seite einmal checken. Hier das Shell Helix Logo nochmal in, wie nennt man das, wenn das so rauskommt? 3D-Optik. 3D-Optik. Aha, warum denn nicht gleich so? Und das Heck finde ich auch richtig schön. Richtig cool geworden. Komm einmal rum, einmal Heck angucken. Schön. Richtig schön. Super. Danke euch. Gerne. Entschuldigung, die Dame zuerst normalerweise. Danke, Nicole. Danke dir, Matthias. Sehr gern. Dann mache ich mal los, ne? Ich muss, glaube ich, ein bisschen dafür sorgen, dass jetzt die Hinterräder mal etwas in Wärme kommen. Tschüss, danke euch. Ciao. Ciao. So? Willst du so haben? Horst? Willst du so haben, ja? Soll ich so stehen lassen? Schön ist das. Können wir losfahren. Gibt es hier in der Nähe von Magdeburg irgendwo Kurven? Der Klang ist gut. Der ist, wie beim M5 auch, das ist kein Krawallbruder. Der schreit dich nicht an, der rotzt da hinten nicht wie ein Geisteskranker raus und ist irgendwie so ein Rotzrabauke, der zu viel Red Bull getrunken hat. Das ist eigentlich ein feiner, sehr, sehr kräftiger, durchtrainierter Klaus. Ja? Und ich finde es vornehmer. Und so wie es bei der Mia war und bei der Marina, dass ich gesagt habe, nee, dass das einfach ein bisschen reduziert ist vom Klangbild her, dass es nicht so laut ist und nicht so auffällig, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es auf Dauer einfach, und so ein Auto kaufst du dir nicht für 2 Wochen, sondern du kaufst ihn dir für 2, 4 oder 6 Jahre. Auf Dauer ist es einfach schöner und angenehmer.
Gas und dann über die Bodenwelt. Wow, wow, wow. Alter, dieses Auto ist so genial gemacht. Das ist wirklich, du fährst damit rum und bist die ganze Zeit nur am Grinsen. So, also wir müssen natürlich dieses Fahrzeug noch entpersonalisieren. Das heißt, da muss noch was drauf. Wie mache ich das denn jetzt? Ich glaube, ich muss mich dafür hinlegen am besten, weil man kann ja eigentlich nur im Sitzen schreiben. So, ne? Glaube ich, oder? Also hier seht ihr ein großes M. Und jetzt kommt hier ein Malmedy dahinter. Alter, sieht das bescheuert aus. Also das sieht so bescheuert aus, dass ich es schon wieder gut finde. Also Leute, das war's mit der Shell Helix Car Makeover Challenge Part Malmedy. Ich finde, das Auto sieht jetzt mega aus. Ich glaube, wir können noch sehr, sehr viele andere Sachen finden, die es noch viel schöner machen. Als nächstes ist der Kollege Onur an der Reihe, quasi in der Türkei. Wenn ihr das Video sehen wollt, hier da oben ist das irgendwo eingeblendet. Hab euch lieb, danke fürs Zugucken. Ciao, euer Mathis.